Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schön, hochintelligent und lernbereit, wahnsinnig leistungsfähig, fantastische Familienhunde, hauptsächlich überall gern gesehen und sehr ähnlich. Der Border Collie und der Australian Shepherd. Gleich mal in typischer Pose, möchte ich behaupten. Ja. Zwei Hunderassen, die sich optisch sehr ähneln, möchte ich sagen, die häufig miteinander verwechselt werden, sich aber dennoch voneinander unterscheiden. Deswegen möchte ich beide und hier zwei typische Vertreter beider Hunderassen miteinander vergleichen. Doch bevor ich das tue, sehen wir uns mal an, woher die überhaupt stammen. Und das Ganze in Kurzzusammenfassung. Ja. Der Border Collie hat seinen Namen von Hunden, welche an der Borderline zwischen England und Schottland ihre Arbeit als Hüte- und Treibhund verrichteten. Wir wissen, dass auf den britischen Inseln schon sehr lange Hüte- und Treibhunde unterwegs sind. Schon die römische Besatzungsmacht brachte aus Nordafrika stammende Herdenschutzhunde mit, die sich auf den britischen Inseln mit den ortsansässigen keltischen Hunden verpaart haben. Später dann, als das römische Imperium zusammenbrach, rückten die Wikinger nach. Auch die hatten Hunde mit und deren Hunde vermischten sich wieder mit diesen Nachkommen der römischen Hunde. Daraus entstanden sehr flinke, etwas leichtere, wahnsinnig robuste, intelligente, höchst lernbereite Hüte- und Treibhunde, die dazu fähig waren, auf hügeligen Gebieten, wie sie zum Beispiel in Schottland vorkommen, über weite Distanzen außerhalb des Blickfeldes ihrer Besitzer, der Schäfer, dennoch mit ihnen Kontakt zu halten. Und hier hauptsächlich über Pfeifsignale. Ja, diese Pfeifsignale haben sich bis heute bei Besitzern von Working Border Collies beibehalten. Viele Border Collie Fans wissen das. Ja, so entstand der Border Collie. Oldham ist ein Rüde, der heute als der Stammvater aller modernen Border Collies gilt. Dieser Rüde lebte von 1893 bis 1901. Ja, das war die Geschichte des Border Collies in Kurzzusammenfassung. Ähnlich machen wir es jetzt beim Australian Shepherd. Legen wir los. Wenn man den Namen Australian Shepherd vernimmt, dann geht man davon aus, dass es sich hierbei um eine australische Hunderasse handelt. Doch, liebe Zuseher, das ist nicht richtig. Der Australian Shepherd entstand in den USA. Wie kam es dazu? Nun, Merino-Schafe, eine Schafsrasse, welche ursprünglich aus Afrika stammt, wurde lange Zeit in Spanien gezüchtet, hier hauptsächlich von den Basken. Im frühen 19. Jahrhundert gelangten diese Merino-Schafe über Australien in den Westen der USA. Schnell wurden sie dort als Australian Sheeps bekannt. Ja, auch diese Hunde gehörten getrieben und gehütet. Verzeihung, diese Schafe gehörten getrieben und gehütet von Hunden. Doch eignete sich nicht jeder Hund dazu, um in den rauen klimatischen Bedingungen des Westens, denn dort war es weit heißer und trockener als im eher gemäßigten Osten, ihre Arbeit zu verrichten. Man experimentierte mit verschiedensten Hundetypen, Hüte- und Treibhunden aus Europa, kreuzte die untereinander. Irgendwann mal kristallisierte sich ein gewisser Typ Hund hervor, der sich besonders für Klima und für Art der Arbeit, also an den Australian Sheeps, eignete. Der direkte Vorfahre des Australian Shepherds. Nun, wie kam es da zu diesem Namen? Eigentlich ganz einfach erklärt. Alle Hunde, welche an diesen Australian Sheeps arbeiteten, wurden gleichzeitig auch Australian Sheepdogs genannt und daraus leitete sich dann irgendwann der Name Australian Shepherd ab. Ja, so viel zur Geschichte des Australian Shepherds in Kurzzusammenfassung. Ich vergleiche diese beiden Hunde miteinander, weil sie sich optisch sehr ähneln, häufig vom selben oder von ähnlichem Publikum gehalten werden. Beide zählen nicht unbedingt in mein typisches Beuteschema oder fallen da nicht in mein typisches Beuteschema hinein. Dennoch faszinieren mich beide Hunderassen aus mehreren Gründen, wie Sie im Laufe des Videos erfahren werden. Legen wir mal los mit dem Direktvergleich und beginnen wir mit der Größe. Hier kann ich Ihnen sagen, dass sich der Border Collie und der Australian Shepherd
größentechnisch nicht wirklich viel voneinander unterscheiden. Der Border Collie beginnt bei etwa 45 cm, wir sprechen von erwachsenen Hunden, und endet bei ca. 56 cm Schulterhöhe in etwa. Der Australian Shepherd überragt ihn hier um einige Zentimeter. Auch der erreicht Schulterhöhen von 45 bis 60, manchmal etwas über 60 cm. Es handelt sich also bei beiden Hunderassen um mittelgroße Hunde, wobei der Australian Shepherd häufig 2, 3 oder 4 cm höher wird mit der Schulter als der Border Collie. Sie sind aber dennoch etwa gleich groß. Sehen wir uns mal das Gewicht an, und hier zieht der Australian Shepherd dem Border Collie etwas mehr davon. Denn der Border Collie beginnt bei ca. 12 Kilo, endet bei 22 Kilo, während der Amerikaner erst bei 19 Kilo Gewicht beginnt und bis zu 30 Kilo schwer werden kann. Das sind also ähnlich große Hunde, allerdings ist der Australian Shepherd etwas schwerer. Er wirkt in der Gesamterscheinung auch immer ein klein wenig stämmiger als der Border Collie, möchte ich behaupten. Die Fellbeschaffenheit, auch die ist sehr ähnlich. Beide Hunde gibt es mit mittellangem zweischichtigem Fell, das heißt mittellanges Deckhaar, dichte Unterwolle. Doch gibt es den Australian Shepherd nur mit dieser ausgepufften Fellvariante, während es den Border Collie auch noch in Kurzhaar gibt, so sagt man. Denn ich sah solche kurzhaarigen Border Collies schon, doch wirklich kurzhaarig sind die nicht. Kurzhaarig ist für mich ein Dobermann oder ein deutscher Boxer. Diese Hunde, welche Ihnen als kurzhaarige Border Collies präsentiert werden, sind eher stockhaarige Hunde. Doch nichtsdestotrotz werden sie kurzhaarige Border Collies genannt. Also, Fellbeschaffenheit, hier unterscheiden sich nur dieser kurzhaarige Border Collie zum Australian Shepherd, der stets dieses mittellange Fell mit dichter Unterwolle vorweist. Dennoch, ziemlich ähnliche Fellbeschaffenheit, auch in der Farbe ähneln sie sich sehr stark, denn es gibt beide in den gleichen Farben. Die gibt es schwarz-weiß, braun-weiß, in Merl gibt es beide, es gibt sie in weiß mit schwarzen Platten und so weiter. Sehr ähnliche Hunde, optisch. Kategorie Bewegungsbedarf. Schauen Sie, beide Hunderassen sind pure, reine Hüte- und Treibhunde. Jeder Hüte- und Treibhund auf der ganzen Welt verfügt über sehr hohen Bewegungsbedarf. Sehen Sie sich andere Hüte- und Treibhunde an. Kelpie, Australian Cattle Dog. Gehen wir in die Kategorie der Molosser hinein. Cao Fila de São Miguel, zum Beispiel, alles Hunde mit hohem Bewegungsdrang, mit hohem Bewegungsbedarf. Das muss auch so sein. Ein Hüte- und Treibhund sollte kein fauler, bewegungsfauler Hund sein. Also, keine Überraschung, wenn man bei beiden Hunderassen, sowohl beim Border wie auch beim Australian Shepherd, von höchst bewegungsfreudigen Hunden spricht. Allerdings behaupte ich, aufgrund persönlicher Erlebnisse oder Erfahrungen bei Erzählungen, die ich von Besitzern von Border Collies oder Australian Shepherds vernommen habe, dass der Border Collie der klein wenig bewegungsfreudigere, der klein wenig triebigere Hund ist. Man sagt dem Border Collie ja nach, das ist ein Hund, der sich niemals totläuft, der kein Ende kennt. Ich kann das bestätigen, ich kannte einige Border Collies, die diesbezüglich gepolt waren. Auch mein direkter Nachbar besitzt jetzt eine 9 Monate alte Hündin, eine Zuckermaus, die Luna. Wahnsinniges Feuer, ja, müde, niemals eine Laufmaschine. Ich weiß, dass auch der Australian Shepherd eine Hochleistungslaufmaschine darstellt. Aber der Border Collie ist im Gesamten gesehen, und wir vergleichen hier zwei typische Rassevertreter miteinander, der etwas triebigere Hund, der ein klein wenig mehr Bewegungsbedarf oder Bewegungsdrang vorzeigt, möchte ich sagen. Dennoch, nochmal, unterm Strich, sowohl der Border Collie wie auch der Australian Shepherd sind beides Hunde mit weit überdurchschnittlichen Bewegungsdrang oder Bewegungsbedarf. Lassen wir es dabei. Ja. Leistungsfähigkeit ist ein Kapitel, welches wahnsinnig schwer ist, wenn es zu Unterschieden beider Hunderassen kommt. Doch ich fand Unterschiede. Und zwar gleich vorneweg sei gesagt, dass beide Hunde sich in der Kategorie der Hochleistungsmaschinen befinden. Ja. Ähnlich wie beim Bewegungsbedarf, das sind Hüte- und Treibhunde. Und hier
ist es egal, welche Rasse von Hüte und Treibhund wir präsentieren, das sind alles leistungsfähige Hunde. Ob das Molosser sind wie Cimarron Uruguayo, Hüte Treibhund, Caufila de São Miguel, Hüte und Treibhund oder eben typische Hüte und Treibhunde wie Border Collie, Australian Shepherd, Kelpie, Australian Cattle Dog und. Diese Hunde sind höchst leistungsfähig. Ausgestattet mit überaus großer Ausdauer, Geschwindigkeit, Explosivität. Das sind alles Eigenschaften, die sie vorweisen können müssen, um bei ihrer Arbeit zu bestehen, um geeignet zu sein, ihre Arbeit als Hüte- und Treibhund anständig verrichten zu können. Und hier machen auch der Border oder der Aussie keine Ausnahme nicht. Doch bin ich davon überzeugt, dass der Border Collie ein klein wenig schneller, explosiver und beweglicher ist als der Australian Shepherd, der ebenfalls ein wahnsinnig schneller, beweglicher, explosiver Hund ist. Aber das Ganze etwas gemäßigter als der Border Collie. Dafür verfügt der Australian Shepherd über ein klein wenig mehr Körperkraft als der Border Collie. Das ist meine Meinung. Das sind Dinge, welche beide bei der Leistungsfähigkeit voneinander unterscheiden. Ausdauernd sind beide, schnell sind beide, beweglich, explosiv sind beide. Der Border Collie ist ein klein wenig schneller, ein klein wenig beweglicher. Der Australian Shepherd ist ein wenig kräftiger. Soweit ich weiß, unterscheiden sie sich auch bei der Herangehensweise, also arbeitstechnisch, bei der Herangehensweise ans Nutztier. Während der Australian Shepherd sich eher für größeres Nutztier wie Kälber oder Kühe eignet, weil er etwas derber arbeitet und Schafe somit in Gefahr laufen, verletzt zu werden, ist der Border Collie ein Spezialist fürs Schaf. Ja? Also nochmal, Leistungsfähigkeit, beide höchste Leistungsfähigkeit. Beide Hunde sind wahnsinnig leistungsfähig. Der Border Collie vielleicht etwas schneller, explosiver, der Australian Shepherd ein klein wenig kräftiger. Das ist der Unterschied, meiner Meinung nach. Thema Trainierbarkeit. Beide Hunde sind allerhöchst trainierbar. Viele von Ihnen werden schon mal davon gehört haben, wie schnell man einem Border Collie Kommandos oder Tricks beibringt. Dasselbe gilt für den Aussie. Schauen Sie, das sind zwei Hunderassen, welche eine darstellen, denen man Kommandos oder Tricks verschiedenster Art höchstwahrscheinlich etwas schneller beigebracht hat als vielen anderen Hunderassen. Die sind dafür bekannt, sehr lernbereit, sehr lernwillig zu sein, haben sehr hohen Will to Please. Das sind wahnsinnig toll zu trainierende Hunde. Hier möchte ich keinen der beiden einen Vorteil einräumen. Also einen Unterschied in der Trainierbarkeit bei beiden gibt es für mich nicht. Es mag vielleicht Sportarten geben, für welche sich der Border Collie vielleicht ein klein wenig mehr eignet als der Australian Shepherd und umgekehrt. Ja. Als Beispiel, fürs Agility sind beide geeignet, für den Gebrauchshundesport generell sind beide geeignet. Doch würde ich sagen, für den typischen Gebrauchshundesport vielleicht ein klein wenig mehr der Australian Shepherd. Fürs Agility, da glänzt vielleicht ein klein wenig mehr der Border Collie. Ja, doch sonst beide Hunde höchst trainierbar. Also hier gibt es für mich nicht viel Unterschied. Nun folgen zwei Kategorien, wo einer der beiden glänzen kann im Vergleich zum anderen. Und die erste davon ist die Kategorie Wachhund. Schauen Sie, die Wachhundeaufgabe, also die Aufgabe des Bewachens war schon immer eine Aufgabe jeden Hüte- und Treibhundes. Aber hier spezieller immer die Aufgabe oder mehr die Aufgabe des Australian Shepherds als diejenige des Border Collies. Der Australian Shepherd ist der territorialere Hund, der Hund mit stärker ausgeprägtem Territorialverhalten, wenn es zu typischen Rassevertretern kommt. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass es sehr gute Wachhunde in der Riege der Border Collies gibt. Davon bin ich überzeugt. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es die besseren Wachhunde in der Riege der Australian Shepherds gibt. Das ist der Hund, der zumeist mit etwas ausgeprägterem Territorialverhalten ausgestattet ist. Das ist meine Meinung, liebe Zuseher. Deshalb behaupte ich, dass der Australian Shepherd der klar bessere Wachhund ist, als es der Border Collie ist. Kategorie Schutzhund läuft ähnlich, doch
unterscheiden sie sich hier noch mehr voneinander. Denn hier ist für mich der Australian Shepherd der klar bessere Schutzhund, der recht stark ausgeprägten Schutztrieb vorweist. Häufig, nicht immer, aber häufig, während es beim Border Collie eher eine Ausnahme ist. Der Border Collie ist eher ein sehr fremdenfreundlicher, Fremden gegenüber eher entspannter Hund, während man beim Australian Shepherd sehr häufig auf Vertreter seiner Rasse trifft, die Fremden gegenüber misstrauisch agieren, reserviert, manchmal sogar etwas unfreundlich. Der Australian Shepherd ist dafür bekannt, ausgeprägten Wach- und Schutztrieb zu besitzen. Beim Border Collie weiß man, dass das vorkommen kann. Ich möchte also behaupten, dass der Australian Shepherd bei beiden Kategorien der effektivere Hund ist. Er ist der bessere Wachhund und er ist der klar bessere Schutzhund. Das ist meine Meinung. Thema Familienhund. Auch hier ist es sehr schwer, Unterschiede herauszukratzen. Ich fand einen Unterschied, aber nur aufgrund dessen, weil ich mich durch Foren durchgewühlt habe. Denn aufgrund von persönlichen Erlebnissen hätte ich Ihnen den jetzt nicht mitteilen können. Ich kenne beide Hunde, ich kannte viele Besitzer von Aussies, ich kannte viele Besitzer von Border Collies und mir sind diese Hunde alle bekannt und in Erinnerung als fantastische Familienhunde, die im Familienverband aufgehen, die extrem loyal, verschmust, verspielt zu Hause sind und die eigenartigerweise, obwohl sie über sehr hohe Triebigkeit und Bewegungsdrang verfügen, zu Hause recht wenig zu spüren sind. Da gibt es andere Hunde, andere Rassen, die sehr hohe Triebigkeit vorweisen, sehr hohen Bewegungsdrang haben und den auch zu Hause raushängen lassen. Das soll bei diesen beiden Hunden, die ebenfalls höchst bewegungsfreudig sind, nicht der Fall sein. Ich habe von Border Collie Besitzern wie auch von Aussie Besitzern gehört, dass diese Hunde zu Hause recht angenehm sind im Vergleich zu ihrer Triebigkeit, die sie draußen zeigen. Ja, das ist ein großer Vorteil. Ich weiß auch, dass beide, wenn sie gekonnt an Kinder herangeführt werden, gute Kumpel für Kinder darstellen. Und hier sind wir gleich beim Thema. Ich habe gelesen, ja, ich habe das noch nie gehört, ich habe das noch nie gesehen. Aber ich bewegte mich eine Zeit lang in Foren, wo es um Unterschiede zwischen Border Collies und Australian Shepherds ging. Und da habe ich des Öfteren gelesen, dass der Border Collie in Gesellschaft mit Kindern harmonischer funktionieren soll als der Australian Shepherd. Sei vielleicht so erklärt, dass man beim Australian Shepherd als Besitzer etwas mehr Gefühl an den Tag legen muss, um ihn in eine Richtung zu bewegen, dass er völlig harmonisch und optimal mit Kindern funktioniert. Verstehen Sie, was ich meine? Es steht nirgends geschrieben und es wird nirgends behauptet, der Australian Shepherd wäre kein guter Kinderhund. So ist das nicht. Man kann allerdings lesen, dass der Border Collie generell von Natur aus mit Kindern etwas besser funktioniert. Das kann auch der Aussie, doch muss man da mehr dahinter sein. Das sind Behauptungen, welche ich gelesen habe, in Foren von Australian Shepherd und Border Collie Besitzern, liebe Zuseher. Persönlich kann ich das nicht bestätigen, weiß ich es nicht. Ja? Sehen wir uns mal das Gesamtfazit dieser beiden Hunde, die allgemeine Haltung an. Und ich möchte sagen, eines ist klar, es sind sich beide Hunde sehr ähnlich. Also mit Sicherheit wird Ihnen, wenn Sie Border Collie Besitzer sind, ja, schon mal jemand um den Weg gelaufen sein und gesagt haben, das ist aber ein schöner Australian Shepherd. Umgekehrt wird es hundertprozentig auch so gewesen sein, wenn Sie im Besitz eines Aussies sind, dass Ihnen schon mal wer gesagt hat, das ist ein schöner Border Collie. Das sind beides Hunde, die sich sehr ähneln, optisch, anatomisch total ähnlich aufgebaut sind, obwohl sie eigentlich abstammungstechnisch nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Es mag sein, dass der Border Collie bei der Entstehung des Australian Shepherds eine Rolle gespielt hat oder Hunde, die bei der Entstehung des Border Collies beim Australian Shepherds eine Rolle gespielt haben. Davon bin ich sogar überzeugt. Ja? Aber das war's dann schon auch. Doch charakterlich unterscheiden sie sich etwas mehr, ja? Während sie sich optisch sehr ähneln. Unterscheiden sie sich charakterlich etwas mehr. Nochmal zurück zur optischen Ähnlichkeit. Hier ist der einzige Unterschied, der mir auffällt, dass der Australian Shepherd also immer ein Schlappohr vorweist, manchmal auch ein Überfallohr hat, also wo die Spitzen der Ohren vorne überfallen, doch normalerweise niemals ein Stehohr hat. Ja. Manchmal mit einer Stummelroute zur Welt kommt und in manchen Ländern die Route kopiert bekommt. Also sich hier optisch etwas vom Border Collie
abgrenzt, unterscheidet. Denn der Border Collie verfügt häufig über ein natürliches Stehohr, ebenfalls aber auch manchmal über ein Überfallohr und manchmal auch über ein Schlappohr. Doch wird die Route beim Border Collie normalerweise nie kopiert. Ja. Außerdem ist der Australian Shepherd der etwas kernigere Hund, anatomisch stämmigere Hund als der Border Collie. Das ist der optische Unterschied für mich, denn farblich, also sie weisen oft dieselbe Farbe vor. Und wenn beide Hunde nebeneinander stehen und beide Hunde diese mittellange Fellvariation vorweisen, kann man sie schon sehr leicht miteinander verwechseln. Ja. Charakterlich unterscheiden sie sich schon eher voneinander. Ich möchte sagen, dass der Border Collie etwas triebiger ist als der Australian Shepherd. Es mag da draußen Border Collies geben, die im Vergleich zu aus Aussies Schlaftabletten sind. Das ist mir klar. Ja, aber wir gehen hier von den typischen Rassevertretern aus. Und hier ist es zumeist so, dass der Border Collie ein klein wenig triebiger, noch ein klein wenig bewegungsfreudiger als der Australian Shepherd ist so. Ja. Wobei, wie gesagt, beide weisen höchsten Bewegungsdrang vor. Der Border Collie ist etwas schneller, etwas explosiver. Der Australian Shepherd ist schnell, explosiv, ausdauernd, ein bisschen kräftiger, nicht ganz so schnell wie der Border Collie, nicht ganz so explosiv wie der Border Collie, aber dafür etwas kräftiger. Sie sind beide höchst trainierbar. Während sich der Border Collie eher für das Agility eignet sich der Aussie ebenfalls fürs Agility, aber der wäre besser beim typischen oder beim klassischen Gebrauchshundesport zu Hause, denn mit dem können Sie auch Schutzarbeit trainieren. Mag mit dem einen oder anderen Border Collie auch funktionieren, doch eher mit dem Australian Shepherd. Wo wir gleich beim Thema Wach- und Schutztrieb sind, auch hier unterscheiden sie sich, denn der Border Collie kann ein guter Wachhund und ein halbwegs passabler Schutzhund sein. Die Chancen beim Australian Shepherd diesbezüglich stehen recht gut, da er einen vorzüglichen Wachhund und einen sehr guten Schutzhund darstellt. Der Australian Shepherd ist generell charakterlich etwas kantiger unterwegs als der Border Collie. Das sagt man ihm auch bei der Begegnung mit anderen Hunden nach, denn man spricht beim Border Collie von einer Hunderasse, die gern mal fremde Hunde wegblendet, während sie sich weiterhin mit seinem Besitzer oder ihrem Besitzer beschäftigt. Ist nicht immer so. Ich kannte Border Collies, die sich leidenschaftlich mit Vito spielten, bei der ersten Begegnung schon. Ja. Aber man sagt, dass der Border Collie eher dazu neigt, andere fremde Hunde auszublenden, nicht zu beachten. Während der Australian Shepherd hier sehr gerne seinen Fokus auf einen fremden Hund, seine Konzentration auf einen fremden Hund legt. Ob in positiver oder negativer Art und Weise. Denn wie gesagt, nochmal, Australian Shepherds können im Vergleich zu vielen Border Collies weit kantiger werden. Wir haben hier zwei Aussies, die es lieben, sich an der Leine mit meinem Hund anzupöbeln. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Auch mein Hund tut das, ja, aber da geht es anständig zur Sache, wenn wir diese beiden Aussies treffen. Ein Merlfarbener und ein schwarz-weißer, zwei wunderschöne Hunde. Wunderschöne Hunde, sehr groß, Top-Hunde. Groß für Aussies, meine ich. Charakterlich unterscheiden sie sich voneinander. Der Border Collie kommt mir charakterlich vor wie die etwas entschärftere Version des Aussies, der wiederum dem Aussie-Charakter, dem Border Collie charakterlich schon ähnelt, aber eher die kantigere Version ist. Eher Ecken, Kanten, Stacheln vorweist. Ja, generell sei gesagt, dass der Border Collie für mich der etwas stämmigere, größere, mit stärkeren Wach- und Schutztrieb ausgestattete Border Collie ist, während der Border Collie der für mich etwas zierlichere, etwas schnellere, doch sanftere Aussie ist, wenn ich so sagen kann, ohne jemanden beleidigen zu wollen, der sich in den Lagern beider Hunde befindet. Das war nur ein Vergleich jetzt meinerseits. Ja, das ist mein Eindruck beider Hunde. Was sie allerdings auch miteinander auf jeden Fall gemein haben, ist, dass sie oft sehr gerne gesehen sind. Also Hunde, die nicht im negativen Sinne polarisieren, wie es oftmals ein Dobermann tut, ein Rottweiler tut oder ein Angehöriger von Bullterrier-Rassen tut, wenn sie in einem Lokal eintreten mit diesem Hund. Sie wissen, was ich meine. Ja, wenn Sie dort mit einem Aussie oder einem Border Collie eintreten, sind Sie zumeist gern gesehen. Also das ist ja auch ein großer Vorteil. Ja, wahnsinnig toll zu trainierende Hunde, herrliche Familienhunde. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Wenn Sie mich fragen, für welchen Hund ich mich entscheiden würde, meine Entscheidung würde hier ganz klar für den Amerikaner, also für den Australian Shepherd ausfallen. Er
Optisch gefallen mir beide gleich gut. Ja, für den Aussie spricht vielleicht, dass er noch ein klein wenig stämmiger, ein klein wenig mehr Substanz mitnimmt. Das gefällt mir. Außerdem ist er vielleicht ein klein wenig ruhiger und häufiger mit gutem Wachenschutztrieb ausgestattet. Und das ist eine Eigenschaft, die ich mag. Und das wissen viele von Ihnen. Das sind Gründe, weshalb ich mich höchstwahrscheinlich für den Aussie entscheiden würde. Doch auch der Border Collie fasziniert mich. Speziell dessen allerhöchst ausgeprägte Lernwilligkeit. Die beeindruckt mich, hat mich schon sehr häufig beeindruckt. Auch die Hündin meines Nachbarn, ich sage Ihnen was. Also wenn er da dahinter ist, ich helfe mir bei der Erziehung, weil alleine wäre der, ich habe darüber schon erzählt, ist er etwas verloren. Ja. Aber wenn er da dahinter ist, die Hündin wird mal diesbezüglich ein Wahnsinn werden. Ja. Also eine Perle ihrer Rasse, höchst lernbereit, hochintelligent, wahnsinnig kluges Mädchen. Ich bin schwer beeindruckt von dieser Hündin, muss ich ehrlich sagen. Ja, so viel zum Vergleich dieser beiden wunderschönen Hunde. Nochmal viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.